Also was es mir bringt, diese 23 Chars zu haben. Noch besser wäre natürlich 3x8, 24. Ich habe gerade 2x8 und 1x6 im Einsatz. Und ein einzelner noch, deswegen 23. Ist, dass ich jeden Tag durch Tower Dailies fast oder eigentlich ziemlich genau 100 Millionen Penya bekomme. Und das nur durch Tower Dailies. Und dafür brauche ich unter einer Stunde. Und ich bekomme 100 Mio. Und im Gegensatz zu ziemlich allem anderen, was man in Flive machen kann, ist das halt erstens ziemlich chillig. Weil du musst halt nicht wirklich was, also du musst halt einfach nur durch den Tower laufen. Und zweitens ist es sicher. Und das ist etwas, was du in Flive selten hast, dass du ein sicheres Einkommen hast. Da kann nichts schief gehen. Du musst kein Glück haben. Du musst nichts droppen. Du kriegst es einfach. Du kriegst es einfach auf die Hand, du musst es einfach nur machen. Also du tauscht einfach deine Zeit gegen das Geld, was sich jetzt für viele vielleicht gar nicht so geil anhört, aber wie gesagt, in Flive ist es oft so, dass du deine Zeit gegen kein Geld tauscht, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Kriton farme, mit 3 Chars brauche ich auch mindestens eine halbe Stunde. Mit Umloggen, Equipment hin und her tauschen und was alles dazugehört, ist es sogar ein bisschen mehr. Das sind ja so 40 bis 45 Minuten sowas. Oder vielleicht sogar 50, wenn es ein schlechter Tag ist, wo ich oft sterbe oder so. Und da tausche ich meine Zeit auch, aber ich weiß nicht gegen was. Kann sein, dass ich 5 Tage in a row meine Zeit gegen gar nichts tausche. Oder wenn ich jetzt irgendwas anderes farmen würde, wäre es das gleiche. Irgendwelche Dungeons oder so. Ich habe ja keine Garantie, dass ich irgendwas droppe. Ich könnte theoretisch 500 Runs machen, ohne auch nur einen einzigen Drop zu kriegen. Beziehungsweise ein Drop, der diese 500 Runs, Zeit, die ich investiert habe, mir fair vergütet. Und ich habe jetzt halt man kann fast sagen, ein Grundeinkommen, ein tägliches, was ziemlich gut ist. Das sind im Monat 3 Milliarden. Safe. Und ja, das habe ich halt auch nicht lange, deswegen hat es sich jetzt noch nicht so krass ausgewirkt. Den Tower gibt es ja erst seit ein paar Monaten, also Tower F7. Und ich farm ihn erst seit, weiß gar nicht mehr, 3 Wochen. Mit den 23 Chars, davor halt nur mit 16. Und ja, aber langfristig, also zum Beispiel das ganze Jahr 2025 gerechnet, sind das halt 36 Milliarden nur durch den Tower, theoretisch. Und ich meine, 36 Milliarden habe ich wahrscheinlich das gesamte letzte Jahr nicht verdient. Also ich weiß nicht, was ich letztes Jahr verdient habe, sozusagen, oder was ich gegrindet habe. Aber ich glaube nicht, dass es 36 Milliarden waren. Oder wenn überhaupt, war es wahrscheinlich ein ähnlicher Betrag. Und jetzt kriege ich aber definitiv diese 36 Milliarden plus wahrscheinlich noch viel mehr, weil ich spiele ja so noch zusätzlich. Wie gesagt, der Tower dauert ja nur ungefähr eine Stunde. Ich spiele ja noch so zusätzlich jeden Tag und farme und so. Also für dieses Jahr sollte es relativ gut sein. Wie gesagt, Tower existiert noch nicht so lange, Tower F7. Deswegen, dieses langfristige ist jetzt halt hier noch nicht eingetreten. Das ist jetzt momentan eher noch kurzfristig, weil es ja legit erst ein paar Monate sind. Aber wie gesagt, wenn dann Ende des Jahres sieht das dann wahrscheinlich anders aus. Und das wäre jetzt ein konkretes Beispiel dafür, was es mir bringt. Hat halt natürlich jetzt so lange gedauert, auf diesen oder an diesen Punkt zu kommen. Es war nicht einfach, hat lange gedauert. Aber letztendlich harte Arbeit steckt dahinter. Also kann jetzt keiner sagen, oh, der 8-Char-Abuser holt sich jeden Tag 100 Mio und macht die Wirtschaft kaputt oder so. Oder keine Ahnung, weil war nicht einfach, so viele Chars auf dieses Level zu kriegen. Oder zumindest hat es auf jeden Fall relativ lange gedauert. Und außerdem kann es ja jeder machen. Es wird niemand machen, weil es arsch viel Arbeit ist. Und sehr lange dauert. Aber theoretisch könnte es jeder machen. Und deswegen, ja, sage ich mal, verdient. Die Reichen werden immer reicher. Und was geht ab? Gangster.
Naja, also für Fly-Verhältnisse bin ich nicht besonders reich. Was einerseits daran liegt, dass ich keine Dungeons farme, andererseits daran, dass ich nicht cache und meine Zeit auch nicht immer so effektiv einsetze. Also ich denke, der Tower ist schon das effektivste Zeitinvestment, das ich habe. Die meisten anderen Sachen, die ich so mache, wie das jetzt, was ich gerade mache, zum Beispiel Quest-Items farmen für Kriton, also besser gesagt mir ein Quest-Item-Vorrat für Kriton farmen, das ist zum Beispiel etwas, das ist jetzt nicht wirklich... das lohnt sich jetzt wahrscheinlich nicht so sehr. Wobei man sagen muss, diese Quest-Items sind echt ziemlich teuer. Also wenn ich sie jetzt kaufen würde, das wäre gar nicht mal so günstig. Und ich bin ja ein Geizhals, deswegen würde ich die niemals kaufen. Wenn ich sie auch einfach selber farmen kann. Aber ja, nicht mehr lange. Eine Woche vielleicht maximal noch. Dann wechsle ich wahrscheinlich wieder die Chars. Dann gehe ich wahrscheinlich wieder auf meinen lowsten Elementor. Ich habe wieder aufgehört, die zu spielen, weil sie alle keine Amplis hatten. Aber jetzt das aktuelle Event und die Events davor haben wieder ein paar Amplis reingebracht, plus der Battle Pass. Also spätestens in der Woche bin ich dann wieder auf den Low Chars und verballer da wieder die ganzen Amplis. Wird wahrscheinlich maximal 4 Tage dauern. Und dann mal gucken, vielleicht machen wir dann mal wieder was ganz anderes. We will see.